Willkommen zu unserem neuen Video. Heute dreht sich alles um das kleine Wort zu in der deutschen Sprache. Egal ob bei lokalen Präpositionen wie wohin, wo und woher, bei Infinitiv mit zu, bei festen Verbindungen wie zu oder bei wichtigen Verben mit zu. Hier lernst du alles, was du wissen musst. Bleib dran und verbessere dein Deutsch mit uns. Präposition zu. Zu wird verwendet, um das Ziel einer Bewegung oder Handlung anzugeben. Es wird immer mit dem Dativ benutzt. Beispiele: 1. Person, Frage. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Ich gehe zu meinem Freund. Ich gehe zu meinem Freund. 2. Ort. Wohin gehst du? Ich gehe zu der Schule. Ich gehe zu der Schule. 3. Aktivität, Frage. Wohin gehst du? Ich gehe zu meiner Arbeit. Ich gehe zu meiner Arbeit. Die Präposition zu. Ich gehe zu meiner Oma. Ich gehe zu meiner Oma. Wir fahren zu einem Restaurant. Wir fahren zu einem Restaurant. Er geht zu Fuß zur Schule. Er geht zu Fuß zur Schule. Zu Ostern schenken wir den Kindern einen Korb voller Eier. Zu Ostern schenken wir den Kindern einen Korb voller Eier. Sie kommt zu mir nach Hause. Sie kommt zu mir nach Hause. Willst du auf Deutsch wie ein Profi sprechen? Dann musst du den Infinitiv mit zu richtig benutzen. In diesem Video lernst du Schritt für Schritt, wie du Infinitivsätze bildest, mit vielen Beispielen und Erklärungen. Los geht's! Was ist ein Infinitivsatz mit zu? Ein Infinitivsatz mit zu ist ein Nebensatz, in dem das Verb im Infinitiv mit dem Wort zu steht. Oft benutzt man ihn, um Absichten, Wünsche oder Ziele auszudrücken. Wann benutzt man Infinitiv mit zu? Nach bestimmten Verben, Adjektiven oder Nomen. 1. Nach bestimmten Verben. 2. Nach Adjektiven, es ist. 3. Nach bestimmten Nomen, ich habe Lust. Satzbau. Hauptsatz und Komma und zu und Infinitiv am Ende. Ich hoffe, bald eine Wohnung zu finden. Ich hoffe, bald eine Wohnung zu finden. 1. Infinitiv mit zu nach Verben. Ich beginne, Deutsch zu sprechen. Ich beginne, Deutsch zu sprechen. Wir hoffen, besser zu verstehen. Wir hoffen, besser zu verstehen. Sie hört auf, zu rauchen. Sie hört auf, zu rauchen. Er hat vergessen,
das Licht auszumachen. Er hat vergessen, das Licht auszumachen. Wir planen, nächsten Monat zu reisen. Wir planen, nächsten Monat zu reisen. Nach welchen Verben benutzt man zu? Anfangen, versuchen, planen, vergessen, hoffen, aufhören. 2. Infinitiv mit zu nach Adjektiven. Es ist gefährlich, nachts allein zu gehen. Es ist gefährlich, nachts allein zu gehen. Es ist erlaubt, hier zu parken. Es ist erlaubt, hier zu parken. Es ist verboten, zu rauchen. Es ist verboten, zu rauchen. Es ist schwer, früh aufzustehen. Es ist schwer, früh aufzustehen. Es ist wichtig, jeden Tag zu üben. Es ist wichtig, jeden Tag zu üben. 3. Infinitiv mit zu nach Nomen. Ich habe Angst, einen Fehler zu machen. Ich habe Angst, einen Fehler zu machen. Sie hat die Möglichkeit, in Deutschland zu studieren. Sie hat die Möglichkeit, in Deutschland zu studieren. Wir haben keine Lust, heute zu arbeiten. Wir haben keine Lust, heute zu arbeiten. Ich habe Lust, einen Film zu sehen. Ich habe Lust, einen Film zu sehen. Sie hat Angst, eine Prüfung zu schreiben. Sie hat Angst, eine Prüfung zu schreiben. Achtung! Kein zu bei Modalverben. Nach Modalverben wie wollen, können, dürfen verwendet man kein zu. Beispiel: Ich will Deutsch lernen. Nicht zu lernen. Ich möchte nach Hause gehen. Ich möchte nach Hause gehen. Er muss mehr lernen. Er muss mehr lernen. Wir dürfen nicht sprechen. Wir dürfen nicht sprechen. Weitere Hinweise. Zu steht vor dem Infinitiv am Satzende. Manchmal kommt ein Nebensatz stattdessen. Ich hoffe, bald eine Wohnung zu finden. Ich hoffe, bald eine Wohnung zu finden. Ich hoffe,
dass ich bald eine Wohnung finde. Ich hoffe, dass ich bald eine Wohnung finde. Mach mit. Schreibe 3 Sätze mit dem Infinitiv mit zu in die Kommentare. Verwende Verben wie planen, versuchen, hoffen, vergessen, aufhören. Zusammenfassung. Verb plus zu. Ich beginne zu lesen. Adjektiv plus zu. Es ist schön, hier zu sein. Nomen plus zu. Ich habe die Idee zu reisen. Modalverben. Kein zu ich kann schwimmen. Herzlich willkommen zu einem neuen Deutschvideo. Heute lernst du, wie man Ziele und Absichten mit damit und zu ausdrückt. Diese Strukturen sind sehr wichtig im Alltag, beim Schreiben und auch in Prüfungen wie Goethe A2 oder B1. Bleib dran, wir erklären alles einfach, mit vielen Beispielen, Erklärungen und Tipps. Was drücken damit und zu aus? Was ist das Ziel? Beide Konnektoren zeigen ein Ziel oder einen Zweck, Intention, Absicht. Damit und zu sind typische Finalsätze. Teil 1. Damit bei 2 verschiedenen Subjekten. Damit verwendet man, wenn im Hauptsatz und im Nebensatz 2 verschiedene Personen oder Subjekte vorkommen. Die Struktur Hauptsatz plus damit plus Nebensatz, Verb am Ende. Beispiele. Ich erkläre es dir, damit du es verstehst. Ich erkläre es dir, damit du es verstehst. Sie schreibt es auf, damit sie es nicht vergisst. Sie schreibt es auf, damit sie es nicht vergisst. Der Lehrer spricht laut, damit alle ihn hören. Der Lehrer spricht laut, damit alle ihn hören. Ich lerne viel, damit ich die Prüfung bestehe. Ich lerne viel, damit ich die Prüfung bestehe. Er spricht langsam, damit alle ihn verstehen. Er spricht langsam, damit alle ihn verstehen. Wir kaufen ein Geschenk, damit sie sich freut. Wir kaufen ein Geschenk, damit sie sich freut. Teil 2 zu bei gleichem Subjekt. Die Struktur Hauptsatz plus plus zu plus Infinitiv am Ende. Beispiele. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Wir sparen Geld, um ein Haus zu kaufen. Wir sparen Geld, um ein Haus zu kaufen. Sie steht früh auf, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Sie steht früh auf, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Ich lerne viel, um die Prüfung zu bestehen. Ich lerne viel, um die Prüfung zu bestehen.
Er spricht langsam, um verstanden zu werden. Er spricht langsam, um verstanden zu werden. Wir kaufen ein Geschenk, um ihr eine Freude zu machen. Wir kaufen ein Geschenk, um ihr eine Freude zu machen. Teil 3. Unterschied zwischen damit und zu. Punkt damit zu Subjekt verschiedene Subjekte. Gleiches Subjekt, Verbform, konjugiertes. Verb am Ende zu. Plus Infinitiv, Beispiel. Ich erkläre es dir, damit du lernst. Ich lerne, um die Prüfung zu bestehen. Stilneutral bis formell, oft stilistisch eleganter Verwendung, häufiger in Gesprächen und Dialogen, häufiger im schriftlichen Ausdruck. Teil 4. Weitere Varianten und Besonderheiten. 1. Verneinung. Man kann beide Sätze auch mit einer Negation verwenden. Ich lerne viel, damit ich nicht durchfalle. Ich lerne viel, um nicht durchzufallen. 2 Zeitformen. Die Zeitform im Nebensatz richtet sich nach dem Hauptsatz. Ich habe lange gearbeitet, damit wir genug Geld hatten. Ich arbeitete hart, um meine Familie zu unterstützen. Teil 5. Typische Verben, die oft mit zu verwendet werden. Verblernen. Ich lerne, um zu bestehen. Sparen, ich spare, um ein Auto zu kaufen. Reisen, ich arbeite, um zu reisen. Üben, ich übe, um besser zu werden. Arbeiten, ich arbeite, um Geld zu verdienen. Teil 6. Redewendungen im Alltag. Er arbeitet hart, damit es seiner Familie gut geht. Er arbeitet hart, damit es seiner Familie gut geht. Ich trainiere jeden Tag, um gesund zu bleiben. Ich trainiere jeden Tag, um gesund zu bleiben. Teil 7. Übungen. Schreibe Sätze mit damit, wenn 2 Personen vorkommen, zu, wenn nur eine Person vorkommt. Beispiel: Ich koche, damit mein Bruder isst. Ich koche, damit mein Bruder isst. Ich koche, um zu essen. Ich koche, um zu essen. Teil 8. Zusammenfassung. Punkt damit zu unterschiedliche Subjekte, gleiches Subjekt, Satzstruktur, Nebensatz mit konjugiertem Verb, Infinitiv mit zu. Frage: Warum? Warum? Beispiel: Ich rufe dich an, damit du Bescheid weißt. Ich rufe an, um Bescheid zu wissen. Verb gratulieren und zu. Ich gratuliere dir zum neuen Job. Ich gratuliere dir zum neuen Job. Wir gratulieren ihm zum gewonnenen Preis. Wir gratulieren ihm zum gewonnenen Preis. Meine Eltern gratulieren mir zum bestandenen Examen.
Meine Eltern gratulieren mir zum bestandenen Examen. Die Lehrerin gratuliert den Schülern zum guten Ergebnis. Die Lehrerin gratuliert den Schülern zum guten Ergebnis. Wir gratulieren euch zur Hochzeit. Wir gratulieren euch zur Hochzeit. Verb zählen plus zu. Dieses Buch zählt zu den wichtigsten Werken der Literatur. Dieses Buch zählt zu den wichtigsten Werken der Literatur. Sie zählt zu den besten Mitarbeitern in der Firma. Sie zählt zu den besten Mitarbeitern in der Firma. Das Gebäude zählt zu den ältesten in der Stadt. Das Gebäude zählt zu den ältesten in der Stadt. Er zählt zu meinen besten Freunden. Er zählt zu meinen besten Freunden. Dieser Film zählt zu den Klassikern. Dieser Film zählt zu den Klassikern. Verb gehören plus zu. Dieser Schlüssel gehört zu meiner Wohnung. Dieser Schlüssel gehört zu meiner Wohnung. Die Katze gehört zu der Familie. Die Katze gehört zu der Familie. Dieses Buch gehört zu meiner Sammlung. Dieses Buch gehört zu meiner Sammlung. Er gehört zu unserem Team. Er gehört zu unserem Team. Sie gehört zu den besten Künstlern in der Stadt. Sie gehört zu den besten Künstlern in der Stadt. Verb einladen plus zu. Ich lade dich zum Essen ein. Ich lade dich zum Essen ein. Wir laden alle Freunde zur Party ein. Wir laden alle Freunde zur Party ein. Meine Schwester lädt uns zur Feier ein. Meine Schwester lädt uns zur Feier ein. Sie lädt ihre Kollegen zum Mittagessen ein. Sie lädt ihre Kollegen zum Mittagessen ein. Der Lehrer lädt die Schüler zur Ausstellung ein. Der Lehrer lädt die Schüler zur Ausstellung ein. Super, dass du bis hierher dabei geblieben bist. Ich hoffe, du hast heute viele neue Dinge über zu gelernt. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine neuen Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Deutschlernen.